Die Varia VS4 ist eine der am meisten erwarteten Mühlen. Sie ist gehypt, sie hat viele coole Funktionen. Wir haben sie abgefeiert, als wir sie zum ersten Mal gesehen haben im Rahmen einer Kaffeemesse. Und nun haben wir sie ausführlich getestet. Fast ein halbes Jahr, 2 Modelle, die wir genau angeschaut haben. Und das, was ihr heute erfahrt, das ist die Zusammenfassung aller Testergebnisse über die Varia VS4. So, knapp unter 500 Euro, ein bisschen größer als die VS3, ein bisschen kleiner als die VS6. Auch die haben wir uns angeschaut. Varia ist ein interessanter Hersteller, die bauen Mühlen, die einiges anders machen. Die sind mutig, sie versuchen innovativ zu überlegen, wie kann man eine Mühle öffnen, wie kann man ganz einfach die Kegel verändern. Und ja, das ist ein junges Team, das finde ich auf jeden Fall sympathisch, was sie da machen. Und insofern haben wir uns echt gefreut damals. Also ich sehe dich noch vor mir, wie du da über diese Reinigungsfähigkeit, so nennen wir das ja, aber eigentlich geht es ja darum, wie du dich gefreut hast über die Möglichkeit, die Mühle einfach zu öffnen. Kannst du es uns nochmal vormachen? Das ist absolut unfassbar. Wirklich. Also wir sprechen über so. Also da müssen wir einfach aufhören zu diskutieren, ob ihr Mühlenreiniger kaufen solltet. Bei dieser Mühle, nein, bitte nicht. Weil ihr nehmt das einfach weg, pinselt das einmal aus, macht das nachher wieder drauf. Zack. Fertig. Jetzt hast du den Mahlgrad verstellt. Hab ich. Hast du. Eigentlich würde man den Mahlgrad nicht verstellen, wenn man Ich war ein bisschen zu euphorisch. Vorsichtig machen würde. Ihr werdet innerhalb dieses Videos erfahren, warum diese Reinigungsmöglichkeit, also diese Öffnbarkeit, so wichtig ist. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Aber lasst uns Stück für Stück strukturiert durchgehen. Ja. Was ist es für eine Mühle? Was kostet sie? Habe ich schon gesagt, rund 500 Euro. Wo gibt's sie? Bei welchen Händlern vielleicht? Ja. Keine Ahnung. Was hast du uns zu sagen über diese Mühle? Du hattest eine auch mehr zu Hause bei dir. Ja. Also, wie sieht's aus, Michael? Sie hat ein Kegelmahlwerk, 53 mm. Sie hat einen 200 Watt Brushless Motor drin. Sie kann die RPM zwischen 150 und 300 über diesen Regler regeln. Also sehr, sehr langsam eigentlich. Und kostet $499 direkt im Online-Shop bei Varia. Gibt's bei verschiedensten Händlern, wo man sie auch direkt mit einem lokalen Ansprechpartner haben kann. Und ja, hat jetzt im Unterschied zur VS3 schon den 58er Becher im Lieferumfang mit dabei. Bei der VS3 war noch dieser kleine Popelbecher mit dabei. Ansonsten gibt's diesen Blower oben drauf. Ja. Diesen Blasebalg. Ja. Diesen Bellow, whatever, wie man den auch immer nennt. Michael, und sonst Daten, was ist da noch wichtig? Größe, Gewicht und so weiter. Sie ist knapp 10 cm breit, 33 cm hoch und 16 cm tief, ist ein kompletter Aluminiumblock und wiegt somit etwas mehr als 5 Kilo. Schön. Und Lieferumfang, wie gesagt, dieser Dosierbecher. Ja. Möchtest du zu dem gerade noch was sagen in Sachen Wertigkeit? Ja, ich finde den sehr hochwertig. Spannenderweise habe ich mit dem weniger so das Problem, dass der sinkt ja eigentlich ab. Wenn man den drauf lässt, was ja eigentlich die Idee davon ist, dann geht dieser Rand in den Siebträger rein. Und ich bin eigentlich kein Freund davon, von einem Rand, der in den Siebträger geht. Ich hatte bei dieser Mühle keinen Hang zum Channeling am Rand, durch diesen extrem schmalen Rand. Ich glaube, es liegt aber vor allem daran, wenn ihr zusätzlich ein BDT nutzt, ein Nadeltool, um es nochmal zu verteilen, dann habt ihr kein Channeling. Wenn ihr keins nutzt und nur horizontal und vertikal verteilt, durch so ein bisschen Karate-Moves, kann es mal vorkommen. Ich finde ihn aber grundsätzlich gut. Okay, das sind mal die Rahmendaten, Mische. Jetzt, ich finde etwas großartig. Und zwar verglichen mit VS3, aber auch VS6 vor allem, wie jetzt hier das mit der Mahlgradverstellbarkeit gelöst ist. Denn die sitzt ja jetzt nicht mehr ganz unten, die sitzt ja jetzt quasi entkoppelt über diesem Rand. Die war auch schon bei der VS6 sehr fein, also du konntest damit sehr gut den Mahlgrad verstellen. Du hast aber zum Teil, wenn du dann geblasen hast, den Mahlgrad verstellt. Und das passiert jetzt nicht, weil auch nicht nur nach unten das abgesetzt ist, sondern auch nach oben abgesetzt. Ne? Das heißt, es ist wirklich dieser Zwischenbereich und du
übst keinen Druck mehr direkt auf diese Mahlgradverstellung aus. Das finde ich total genial. Also es ist für mich eine der großen Innovationen dieser Mühle, neben natürlich der Möglichkeit, sie zu öffnen. Bist du da genauso euphorisch wie ich? 100%. Ergänzend dazu die Anzeige. Ja. Da gibt's einfach nichts zu meckern. Man könnte noch darüber sprechen, ob diese Linien noch schmaler sein könnten. Aber es ist jetzt schon, eine Linie ist gleich irgendwo 1 bis 1,5, lass es im schlechtesten Fall 2 Sekunden Extraktionszeit sein. Ja. Das heißt, man kann wirklich auf diesen Linien diesen Punkt setzen, die Anzeigelinie oben auf dem fixierten Decken mit dem drehbaren Teil ist wirklich, es zeigt auf die Linie. Ja. Geil. Ich bin total bei dir. Ich hänge mich nur ein bisschen an der Formulierung auf. Nichts zu meckern, weil das spielt so in diesen Ruf, dass wir immer was zu meckern haben. Ich würde es jetzt lieber positiver frame. Es gibt nur was zu loben. Ja. Oder? Also ist das nicht toll, Ja. wie das jetzt eingestellt werden kann? Absolut. Wir sind wirklich erfreut über diese Mahlgrad-Einstellung und auch die Präzision, mit der wir damit den Mahlgrad finden. Ja. Könntest du uns den Mahlgrad für den Espresso finden? Ja. Geil. Erster Shot. Möchte ich erwähnt haben. Das ist fantastisch. Wir machen wieder mal einen Compadre. Ja. Italienischer Espresso Ja. à la Kaffeemacher. Ja. Fokus auf Körper. Körper ist da. Es ist ein sehr dichter, sehr cremiger Ja. Kaffee, der schwer im Mund liegt, also der den so ganz ausfüllt. Ich war ja gerade in der Toskana, erinnere mich das, also. Er hat, also ich finde Körper sehr schön. Ich finde ihn dicht. Ich finde ihn ein bisschen staubig. Ein bisschen. Aber lecker. Das ist ja trotzdem auch das Geschmacksbild von dieser Art von Kaffee. Ja, ne? das stimmt. Die wollen einfach fett in der Tasse sein und der ist jetzt fett in der Tasse und das Ja. liefert uns auf jeden Fall die Mühle. Michel, vielleicht können wir jetzt einen kurzen Weg nochmal zurückgehen. Anfang des Jahres. Wir messen die erste Mühle. Oder was war das? Im Frühling war es auch schon. Ja, Ich ja. glaube so März. Und dann haben wir eine sehr breite Partikelverteilung gemessen. Ja. Eine, bei der wir gedacht haben, boah, die ist jetzt aber sehr breit. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir schauen uns das nochmal an, wir gucken nochmal ein zweites Mal. Wir wissen mittlerweile, dass da einerseits die Messeinstellung anders war, also die Auswertung. Dadurch war die Partikelverteilung nochmal breiter, als sie gewesen wäre. Die Messung war völlig in Ordnung, aber wir hatten einen Hauptpeak, welches nicht passte zu den Erwartungen. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir ein zweites Mal nachgemessen und die Partikelverteilung ist immer noch eher auf der breiteren Seite, aber jetzt deutlich nicht mehr so breit, wie sie damals war. Das war auch eine Mühle vom ersten Batch. Ich würde jetzt sagen, wir haben eine solide Partikelverteilung, aber deutlich mit einer Stärke bei den körperreichen Kaffees. Ja. Und keine Partikelverteilung, die sagt, ich will jetzt die super hellen Specialty-Kaffees machen. Genau. Die super komplex sind, die super klar sind. Sondern ich finde, eigentlich haben wir ein mit der VS3 verwandtes Partikelverteilungs. Absolut. Absolut. Kurz ein paar Erklärungen zur Partikelverteilung. Ah ja, ich habe jetzt hier einfach... Ben, haut einmal raus. Mach mal, bitte. Wir messen bei jeder Mühle, die wir testen, die Partikelverteilung. Also die Mahlkörnerverteilung. Genau. Ihr habt nicht, wenn ihr den Mahlgrad eines Kaffees oder das Mahlgut, was rauskommt, anguckt, habt ihr nicht nur gleich große Partikel, sondern ihr habt eine Partikelverteilung. Und die ist bei den meisten Mühlen so, dass ihr einen gewissen Wert habt, der unter 100 Mikron liegt, also sehr feine Partikel, sogenannte Fines.
und ihr habt aber den großen Anteil der Partikel auf ein Hauptpeak verteilt. Irgendwo im Bereich zwischen 200 und 350 Mikron, würde ich jetzt mal so sagen. Und was wir durch die über 100 Mühlen, die wir mittlerweile getestet haben, herausgefunden haben, ist, sensorisch extrem relevant ist vor allem dieses Hauptpeak. Denn je breiter das ist, also je mehr Verteilung wir von verschiedenen Größen von Partikeln in einem Mahlgut haben, desto unbalancierter schmeckt ein Espresso. Und das bedeutet nicht, dass die Brühung von eurer Seite her nicht gut ist, sondern wirklich, dass die Mühle euch eine sehr unbalancierte Partikelverteilung liefert und ihr eure Kaffees gar nicht perfekt balanciert einstellen könnt, weil euch die Partikelverteilung das gar nicht ermöglicht. Ja, und das ist eigentlich auch ganz logisch erklärbar. Du hast es jetzt schon super erklärt, aber vielleicht noch ein Wort dazu. Je ungleichmäßiger die Verteilung ist, desto ungleichmäßiger ist auch die Extraktion, weil je größer oder kleiner die Teile sind, die Mahlkörner, desto unterschiedlicher extrahieren die auch. Also kleine einfach viel schneller, die sind dann schnell komplett ausgelutscht und geben euch Bitterkeit. Und die groben, da kommt das Wasser gar nicht bis in die Tiefe rein. Und wir sind jetzt hier bei rund 275 in der Partikelverteilung, also relativ nah dran an 300. Das ist ein guter Wert, also gar kein Thema. Ne? Das ist auch ein klassischer Wert, den wir so sehr lange kennen und kannten auf dem Markt. Dennoch würde ich sagen, dass wir da schon bei über 270 eher in die Richtung gehen, dass wir sagen, das sind eher Mühlen, die dann die körperreichen Kaffees ein bisschen mehr betonen und die nicht die ganze Klarheit aus einem extrem klaren Spezialitätenkaffee rausholen. Da bist du dann eher bei unter 240, 230, vielleicht auch mal unter 200. Die besten Mühlen sind da bei 160, 170. Die Feinanteil spielt schon auch noch eine Rolle. Ja, und der ist jetzt hier eben auch hoch. Der ist auch relativ hoch, der ist bei über 30% und das bringt halt nochmal vielleicht eine gewisse Staubigkeit mit, kann aber auch den Körper unterstützen. Passt jetzt mit so einem Kaffee so ein bisschen ins Gesamtbild rein. Mit einem sehr fruchtigen Kaffee, den ihr sehr auf Klarheit brühen wolltet, ist das mit dieser Mühle eher schwierig. Kleine Ergänzung noch, einfach um den Abstand nach hinten ein bisschen klarzustellen. Mühlen, die dann wirklich verzettelt sind und euch die Brühung wirklich verunmöglichen, fast die wirklich lecker hinzubekommen, die sind dann so bei 320, 330 aufwärts. Und noch, um das in Kontext zu bringen, die erste Messung, die wir hatten, war bei 375 und da haben Ben und ich uns angeguckt, als wir die Daten gesehen haben, gesagt, das passt nicht zu dem, was wir schmecken. Das ist irgendwie, wir schmecken nicht 10 Mikron Unterschied. Das ist unmöglich, würde ich behaupten. Aber 100, das würden wir, glaube ich, schmecken. Ja, ganz genau. So, jetzt haben wir es gemessen. Solide Partikelverteilung, Stärke eher bei den kräftigeren, dunkleren Kaffees, würden wir sagen. Weniger bei den super komplexen, kannst du auch absolut machen. Gar kein Thema. Aber ja, ist einfach, würde ich jetzt sagen, nicht das Fachgebiet. Ich würde jetzt eher sagen, ähnlich wie bei einer VS3. Absolut. Ganz ähnliche Verteilung. Ist auch beides ein Kegel. Also ist auch beides ein Kegel und so weiter und so fort. Ja. So, nun die Frage, was ist denn ansonsten besser als eine VS3, Michel? Also Geschwindigkeit zum Beispiel? Ja, Geschwindigkeit, da seid ihr bei 13 Sekunden für die 18 Gramm. Das ist deutlich schneller. Bei der VS3 wart ihr bei rund 30 Sekunden. Das hat sich definitiv massiv verbessert. Wo wir ein bisschen hadern, ist bei der Retention, also beim Totraum. Ja, also bisschen ist jetzt hier wieder etwas beschönigend, denn wir wollen ja bei einer Single-Dosing-Mühle den Kaffee, den wir reingeben, unten wieder raus haben. Ja. Und deswegen ist so ein Kriterium für uns, mehr als 0,7 finden wir schon ziemlich viel. Und hier haben wir ein bisschen mehr als 0,7 temporären Totraum. Das heißt, Kaffee, der sich jedes Mal austauscht. Ich schmeiße 18 Gramm rein und dann bleibt da immer was zurück. Meistens so 0,3, 0,5, 0,8, je nachdem, was für eine Mühle. Hier bleibt ein bisschen mehr zurück. Ja. Ihr habt rund 1,8 Gramm an temporären Totraum. Ganz wichtig, das zu ergänzen. Man hat oft bei Kegelmahlwerk sehr wenig Totraum, weil grundsätzlich am Kegel sehr wenig hängen bleibt. Und das ist auch bei dieser Mühle so. Wir haben einen permanenten Totraum, also Kaffee, der wirklich drin kleben bleibt, von wahrscheinlich 0,2. Und normalerweise baut sich der auf. Das würde ich hier fast als unmöglich beziffern, weil ihr gar keinen Raum habt, um den aufzubauen.
Das Problem hier ist, dass diese Mitnehmer, also dieser große Bereich unter dem Kegel, dass an diesen Mitnehmern wirklich ein bisschen Kaffee kleben bleibt. Aber nicht so kleben bleibt, dass er nicht ausgetauscht wird. Und wir haben das auch nochmal auf verschiedensten Ebenen überprüft, indem wir, das machen wir übrigens bei jeder Mühle, nur hier ist es nochmal deutlicher von der Aussage her, eine Mahlung machen, messen, wie viel rauskommt, leer saugen, ausputzen, nochmal eine Mahlung machen, messen, wie viel das rauskommt, leer saugen, leer putzen, das machen wir 5-mal, mit jeder Mühle übrigens, um zu verstehen, bleibt wirklich immer was hängen oder ist das wirklich Totraum, der sich aufbaut? Und bei unserem Messen hatten wir hier immer mehr als 0,4, 0,5, eher 0,8, was wirklich nach der ersten Mahlung mit sauberen Mahlkammer hängen bleibt. Und dadurch ist diese 1,8 zustande gekommen, weil wir natürlich vorher ein paar Tests gemacht haben und da immer wieder mehr hängen bleibt, was sich dann aber wieder austauscht, weil es wieder runterfällt. Ja, also ich finde, da ist noch interessant, was lässt sich jetzt wirklich dem temporären und was dem permanenten Totraum zuordnen. Vielleicht sind es dann auch 0,5 permanent und 1,3 temporär. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall verhältnismäßig viel Totraum für eine Single-Dosing-Mühle. Wir geben an als absoluten Totraum rund 2 Gramm. Ja. Und das ist ein schlechter Wert. Ja, für eine Single-Dose-Mühle. Schön, dass man sie gut aufmachen kann. Genau. Willst du noch mal reingucken, was da jetzt drin ist? Und das ist wirklich absolut entscheidend. Jetzt sieht man, hier baut sich schon wieder, das war jetzt die dritte Mahlung nach Reinigung. Und ihr habt hier schon wieder an den Mitnehmern Sachen, die kleben bleiben. Und die brechen immer, die fallen so immer wieder mit. Und darum ist es nicht ganz klar greifbar, was jetzt permanent und was temporär ist. Aber es ist schon ordentlich, was immer wieder durchmischt. Ja, lass mich das auch nochmal anders erklären oder einrahmen. Ich würde sagen, wir haben ja hier das Phänomen von einem sich aufbauenden permanenten Totraum. Ja. Und mit diesem permanenten Totraum, der mehr wird, vergrößert sich auch der temporäre Totraum, weil an glattem Metall bleibt Kaffeepulver weniger hängen. Aber je mehr ihr hier verklebt Kaffee als dauerhaften, permanenten Kaffee, desto mehr hält der auch wieder den neu dazukommenden Kaffee zurück. Das heißt, wenn ihr die Mühle clean haltet, regelmäßig aufmacht und ihr habt gesehen, wie einfach das geht, dann habt ihr auch weniger temporären Totraum. Ja. Wenn ihr aber den permanenten Totraum ignoriert und der sich aufbaut, dann bleiben da einfach schnell über 1,3 Gramm Kaffee drin rumfliegen. Und deswegen ist das cool, dass man sie aufmachen kann und trotzdem ist das deswegen ein schlechter Totraum. Ja. Also ein hoher. Ein hoher Totraum. Was hingegen spannenderweise funktioniert, ist wirklich, wenn ihr 18 Gramm reinmacht, kommt ihr plus minus 18 Gramm raus. Es wird einfach ein Stück weit ausgetauscht, ein bisschen was bleibt immer wieder kleben. Wir hatten dann auch Messungen 18 rein, 17,8 oder 17,7 raus und dann wussten wir, okay, jetzt ist noch mal ein bisschen mehr kleben geblieben. Darum absolut richtig, was Benjamin sagt. Das ist eine Mühle, die, wenn ihr die nutzen möchtet, die ihr wirklich regelmäßig auspinseln müsst, um nicht irgendwann plötzlich so einen Brocken alter Kaffee von vor 3 Wochen oder im dümmsten Fall länger in eurem Mahlgut vermischt zu haben. Michel, jetzt würde ich gerne mit dir noch über die Lautstärke sprechen. Ja. Du erinnerst dich an die VS3? Die hatte ja so ein... Wie laut war die? Weißt du das noch? Ja, das war eher ein Kreischen, halt sehr ein hoher Ton. Und weil ihr auch 30 Sekunden malen musstet, hattet ihr den sehr lange. Die war nicht wahnsinnig laut. Ja. Die war bei 73 Dezibel, aber es war so ein 73 Dezibel. Ja, wirklich sehr aggressiv. Und wir haben damals, erinnerst du dich noch, gesagt, die klingt ein bisschen wie so eine Biene. Nee, auf Koks. So, ich würde jetzt sagen, die ist leiser, es ist ein tieferer Ton, es ist eher eine Hummel. Auf Koks. Es ist jetzt eher eine Hummel und sie ist es ist eine schnelle Hummel. Ja, es ist eine richtig schnelle Hummel. So, also, wir sind jetzt bei rund 80, 81. Ja. Das ist sehr viel angenehmer. Es klingt auch nicht mehr so, als ob der Motor seine letzten Drehungen macht, sondern da merken wir, es ist kraftvoller, es ist auf jeden Fall angenehmer. Ne? Das höre ich jetzt gerne, aber es ist nicht so wie ein letztes Gefecht. Ja, absolut. Dann bleibt noch zu besprechen die Bedienbarkeit. Ja,
Die finde ich gut. Ihr habt vorne den Regler, wo ihr umstellen könnt zwischen 300 und 150 RPM in 50er Schritten. Ihr schaltet die Mühle ein, dann mahlt sie. Sie stoppt nicht automatisch, wenn sie zum Beispiel keinen Widerstand mehr merkt, sondern sie stoppt nach einer fixierten Zeit. Irgendwann dann, wenn ihr schon lange fertig seid. Darum ist es eigentlich manuell starten und stoppen. Ihr habt einfach eben diese allgemeine Nutzung mit dem Bellow, mit dem Reinigung, offenbar super. Ja, finde ich auch. Also gute Bedienbarkeit, also wirklich eine sehr gute Bedienbarkeit. Und vor allem, wenn wir dann auch sagen, nochmal Malgrad Replizierbarkeit und Malgrad Einstellbarkeit machen ja wirklich Spaß. Also das ist eine Stärke bei dieser Mühle. Absolut. Und das ist richtig toll. Espresso-Potenzial ist auch gut. Es kommt einfach wirklich drauf an, in welchem Bereich seid ihr unterwegs. Ich würde sagen, es ist gut bei eher klassischeren Röstungen. Und ich würde sagen, es ist zufriedenstellend, befriedigend bei hellen Röstungen, die mit sehr komplexen Kaffees, aber absolut gehbar und machbar. Und damit ist das eine interessante Mühle. Und auch wenn wir jetzt hier einerseits ein bisschen ausgeholt haben im Bereich der Partikelverteilung, dass wir uns oder dass wir gewünscht hätten, dass sie noch ein bisschen tiefer wäre im Hauptpeak, ein bisschen ein schmaleres Hauptpeak hätte, würde ich sagen, es bleibt eine sehr gute Mühle. Ja. Also es ist eine sehr gute Mühle für bestimmte Einsatzzwecke. Wenn ihr sagt, ich will einfach soliden, guten, klassischen Espresso oder auch mittlere Röstungen, ist das eine tolle Mühle. Absolut. Diese Öffnbarkeit ist genial. Die Möglichkeit, wie ihr reinigen könnt, die Malgrad-Einstellung. Was nicht gut ist, ist sicherlich der Totraum. Ja. Also der Rückstand an Kaffee, der da zurückbleibt, der ist einfach zu viel. Aber, also vor allem mit der Zeit, vor allem wenn ihr ein paar Bezüge gemacht habt. Aber wenn ihr öfters reinschaut, dann ist das ist ja so, du kannst ja schneller aufmachen, als du Kaffee reinschmeißen kannst. Und damit hast du das im Zweifelsfall auch schnell überprüft. Wie sieht's jetzt eigentlich in meiner Mühle aus? Und nochmal, das spielt vor allem eine Rolle, wenn ihr sehr regelmäßig Kaffees verändert oder wechselt. Und das ist eigentlich die Idee von einer Single-Dosing-Mühle. Deswegen würde ich sagen, wiederum, wenn ihr sagt, viel Kaffeewechsel und dann eben auch viele Kaffees im hellen Bereich, vielleicht eher nicht, wenn ihr sagt, ja, ich habe 1 oder 2 mittlere, dunklere Röstungen, zwischen denen wechsle ich mal, ich weiß es nicht, zum Beispiel zwischen unserem Sueño oder Appas, Ja. Appas Decaf gibt's jetzt wieder oder Appas normal als Espresso. Super, gar kein Thema. Also, komm, genial, super, geniale Mühle, die neben einer coolen Espressomaschine, macht das Spaß. Ja. Gehst du damit? Ja, voll. Ich kann sie auch wirklich empfehlen. Eben, ich würde sie regelmäßig reinigen. Es muss einem bewusst sein, dass man ein paar Böhnchen, wenn man diesen Totraum nicht haben möchte, in seinem Mahlgut ein paar Böhnchen durchlassen und dann die 18, 19, 20 Gramm, die ihr braucht für die Brühung. Und dann ist das wirklich eine sehr solide, leckere Mühle, die Spaß macht. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, Michel. Wir haben ja auch gemessen und auch Partikelverteilung angeschaut bei niedriger APM und hoher APM. Die lagen bei 279. 279 bei geringster APM. Das würden wir euch auch für die meisten Kaffees empfehlen. Bei 300 habt ihr dann eher, also habt ihr 299, also knapp an der 300er Grenze. Ich glaube, ich würde da immer auf die 150er gehen, einfach weil ihr da balancierteren Kaffee haben werdet. Ja, also es gibt keinerlei Argumente für 200, für 300 APM, außer ihr wollt richtig schnell einen Espresso. Aber dann immer mit einem Qualitätskompromiss. Das war die Varia VS4, das ist unser Test. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut in den Testartikel. Da steht wie immer alles nochmal ausführlich mit allen Backup-Daten. Und dann könnt ihr das noch besser nachvollziehen, was wir jetzt hier erklärt haben. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr dem Kanal folgt. Und bis nächste Woche. Und bis dahin, trinkt guten Espresso. Tschüss und bis dann. Wie sieht's aus, Michel? Also, sie hat ein Kegelmahlwerk. 53. Weit gekommen bitte. Fuck. Michel! Ja, ich bin gerade alles unsicher. wieder gemerkt. Ich habe 53 im Kopf, habe jetzt vorher aber die VS3 noch gelesen und jetzt war ich gerade ein bisschen unsicher. Nicht, dass ich einen Scheiß erzähle, weil sonst Nein, bitte keinen. 53 ist gut. Also sie... Was ich nicht alles auswendig haben muss. Ich bin für die dummen Fragen verantwortlich und du für die intelligenten Antworten. Das haben wir doch jetzt seit Jahren so eingespielt. Ist das nicht schön? Also, der macht keinen Hang zum Channeling. Nein. Ja!
Ich finde das so schön, wie ich frage. Also du hast keinen Hang und der hat keinen Hang. Ne, der hat keinen Hang und ich habe keinen Hang. Ja. Also doch, ich habe auch mal Hang. Ich habe zu Hause jetzt schon wieder sehr viel Hast du eigentlich heute experimentiert. einen Hangover? Nein.